Ich bin ein großer Fan davon gewesen, Zeit zu sparen. Und auch heute bin ich sehr gerne effektiv und produktiv unterwegs. Und auch heute noch fällt es mir schwer, Zeit gefühlt zu verschwenden. Aber die Definition für mich hat sich geändert. Was bedeutet Zeit sparen eigentlich und Zeit verschwenden? Das hat sich für mich verändert und ist sehr viel wertvoller und reicher für mich geworden. Früher habe ich Zeit gespart, um sie dann irgendwie übrig zu haben für die Dinge, die ich immer gerne betitelt habe mit: Wenn ich mal Zeit habe, dann mache ich das und das. Oder ja, das wollte ich immer schon mal machen, aber ich hatte keine Zeit. Kennt ihr das? Solche Situationen gab es ganz oft und so habe ich da alles irgendwie hingeschoben und ich habe mir nie so richtig Gedanken darüber gemacht, aber ich hatte so die Illusion, irgendwann kommt eine Zeit, da ist es ruhig und ich habe Zeit. Tatsächlich kam diese Zeit aber nie, weil mein Leben einfach sehr turbulent ist, war und auch bleiben wird. Ich kann also eher daran arbeiten, keine Zeit zu verschwenden, indem ich nicht 2 Stunden bei Instagram rumhänge, ohne dass es mich wirklich weiterbringt oder mich wirklich inspiriert, ich mich wirklich gut dabei oder danach fühle. Oder ähnliche unproduktive Dinge, die mir eigentlich nichts geben. Das ist für mich Zeitverschwendung. Und das versuche ich zu vermeiden und dort Zeit einzusparen, um sie dann an den richtigen Stellen wieder auszugeben und sie für Dinge ausgeben zu können, die mir sehr wichtig sind, die ich schon lange mal tun wollte oder von denen ich immer glaubte, dass ich dafür ganz bestimmt nie Zeit haben werde. Ja, heute ist jetzt der Tag, an dem mein Sirup erntebereit ist, also an dem er fertig ist und ich die Blätter abseihe und ihn damit dann nochmal aufkoche und fertigstelle. Und ja, heute Morgen wache ich nun mit leichten Halsschmerzen auf. Ja, lustige Zufälle, wenn man denn dran glaubt. In jedem Fall kann ich jetzt meinen Sirup gleich mit einer guten Begründung direkt auch mal probieren, wie schmackhaft er ist und auch wie gut er wirkt, sodass ich dann für alle weiteren Fälle gewappnet bin. Ja, lustig, wie das Leben manchmal so passt und was es mir so beschert. Also wollen wir uns mal um den Sirup kümmern.
Es ist viel sinnvoller, Zeit ganz bewusst auszugeben und sich dafür zu entscheiden, Zeit zu verwenden. Denn ein Sparbuch, auf dem man unendlich viel Guthaben anhäufen kann und dann ganz nach Bedarf mal etwas rausnehmen kann, gibt es bei der Zeit gar nicht. Und ich habe oft festgestellt, dass wenn ich denn Zeit gespart habe, mich beeilt habe und faktisch eine Stunde Zeit eingespart habe, weil ich schneller war, weil ich irgendetwas streichen konnte oder abgeben konnte oder. Dann hatte ich von dieser Stunde nur sehr selten irgendwas. Denn Zeit lässt sich nicht anhalten, man kann nicht auf Pause drücken, es kommt einfach irgendwas anderes, das sich dieses Zeitfenster schnappt. Wenn wir nicht ganz bewusst die Zeit für etwas ausgeben und priorisieren, dass wir die Zeit für eine gewisse Tätigkeit ausgeben wollen, dass es uns das wert ist. Und wir diese Zeit dann auch oft viel reicher und tiefer empfinden können, die Aktivität, mit der wir die Zeit ausfüllen. Und so ist es auch ein leichtes, Zeit zu sparen oder sie nicht zu verschwenden, wenn wir mit den gleichen Gedanken daran gehen. Ist es mir das jetzt gerade diese Zeit wert? Und was würde ich vielleicht viel lieber mit dieser Zeit anfangen? Diesen Gedanken geht es sich für mich sehr viel schöner und reicher durchs Leben und ich fühle mich tatsächlich mit sehr viel mehr Herzensdingen umgeben als früher noch, als ich Zeit zu sparen versucht habe. Hallo! Ja, die letzte Woche. Was war in der letzten Woche für mich besonders schön, positiv, hat mir die Woche erleichtert, verschönert? Ja, erstmal wollte ich berichten, dass mein Salbei-Sirup super funktioniert hat. Ich habe den morgens genommen oder vormittags und mir auch noch ein bisschen was in den Tee, in den Bergblüten, in den griechischen Bergblütentee reingetan und nicht nur, dass es mega lecker war, es hat tatsächlich sehr gut funktioniert. Ich habe später einfach keine Halsschmerzen mehr gehabt. Irgendwann nachmittags ist mir aufgefallen, dass ich einfach gar keine mehr hatte. Oder ja, Halsschmerzen hatte ich definitiv nicht mehr. Es war noch so ein bisschen im Hals. Ich merkte, da war mal was. Dann habe ich noch eine kleine Portion nachgenommen, einen Teelöffel, und dann war es einfach auch weg. Und da bin ich total glücklich mit. Und tatsächlich kann ich sagen, dass das auch in der letzten Woche so etwas war, das mich sehr erfreut hat, gestärkt hat, positiv gestimmt hat. Die Aussicht, wieder Dinge selber zu machen. Das habe ich irgendwann so ein bisschen aufgegeben, weil ich keine Zeit mehr hatte dafür oder besser gesagt, mir die Zeit nicht genommen habe. Ich eher immer produktiver dachte und dachte, ja, aber wenn ich das jetzt kaufe oder dieses und jenes nehme, dann kann ich sehr viel Zeit sparen und kann die für sinnvollere Dinge einsetzen. Aber ich habe ja dazu gelernt und habe eben gelernt, dass sinnvolle Dinge nicht immer die guten Dinge sind. Und was ist eigentlich sinnvoll? Sinnvoll, wenn es darum geht, vielleicht mehr Geld zu verdienen, dann ist es vielleicht sinnvoll, vielleicht, denn wenn ich Raubbau an mir betreibe, dann werde ich langfristig mehr Geld verlieren, wenn ich dann nicht arbeite oder hohe Kosten habe für meine Gesundheit. Ist immer eine Frage, von welchem Gesichtspunkt aus man es sieht. Und
ja, das habe ich ja für mich ein bisschen aufgeklöselt in den letzten Jahren und sehr viel dazugelernt, sodass ich jetzt anfange, mir wieder Zeit für solche Dinge zu nehmen und ja, das auch ganz ohne Zeitdruck zu machen, ganz entspannt, so wie es kommt. Wenn ich die Ideen habe, wenn ich die Lust habe, dann mache ich das. Und ja, die Freiheit zu haben, mir diese Zeit zu nehmen und die Dinge selber zu machen. Und zwar nicht aus einem Muss heraus, denn dann hätte ich wahrscheinlich wenig Freude daran, dieses oder jenes zu tun, sondern ja, mich da ein bisschen treiben zu lassen von meiner Lust, worauf ich dann gerade oder wonach es mich gerade irgendwie ruft und gleichzeitig aber auch dann die Ruhe und die Zeit zu haben, das auch zu machen und einen guten, positiven Nutzen daraus zu ziehen. Das ist etwas, das mich sehr erfreut und das mich sehr inspiriert hat und die ganze Woche begleitet hat, so dieser Gedanke, was möchte ich da noch tun und was möchte ich denn vielleicht dafür vorbereitend noch tun. Ich möchte jetzt gar nicht so viel verraten, weil ich euch ja bei vielen Sachen teilhaben lassen werde. Genau, aber das war tatsächlich sehr schön in der letzten Woche. Wie immer, erzählt mir doch, wie eure Woche so gewesen ist. Ich finde es immer so schade, dass es hier so Monologe sind und kein wirklicher Dialog entsteht. Aber wir können wenigstens in den Kommentaren schriftlich in einen Dialog treten. Also erzählt mir doch gern von eurer Woche und was eure Woche positiv bereichert hat. Ansonsten, wie immer, auch gerne bei Instagram. Ganz viele schreiben mir das dann dort privat und das freut mich auch immer riesig. Also auch liebend gerne kommt vorbei und ja, lasst uns ein Stück dieses Weges gemeinsam gehen. Ach, im Übrigen wollte ich auch nochmal auf meinen Podcast hinweisen. Da ist eine neue Episode erschienen und ja, genau, möchte jetzt auch noch gar nicht so viel spoilern hier, aber die könnte dir auch gut gefallen. Also, mach es gut. Tschüss.